Wusstet ihr, dass es einige Verben im Deutschen gibt, die sowohl in Österreich als auch in Deutschland benutzt werden, aber eine ganz andere Bedeutung haben? Heute zeigen wir euch 3 davon, nämlich ausrasten, ausgehen und angreifen. Sie meinen in Österreich etwas ganz anderes. Aber was? Das lernt ihr jetzt. Los geht's. Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Nummer 1. Ausrasten. Umgangssprachlich meint Ausrasten, dass eine Person die Nerven verliert, durchdreht und sehr wild und wütend ist. Ein anderer typischer Ausdruck dafür ist die Beherrschung verlieren. Eine Person hat sich also nicht mehr unter Kontrolle und kann ihr Verhalten nicht mehr regulieren. In Süddeutschland und Österreich meint das Verb aber etwas ganz anderes. Habt ihr es vielleicht schon einmal bei uns gehört? Eigentlich verwenden wir ausrasten meistens reflexiv, also sich ausrasten, und meinen damit sich entspannen, sich ausruhen, sich erholen. Auch der Duden stuft diese Bedeutung als typisch süddeutsch und österreichisch ein. Ihr seht also, der Kontext ist völlig anders. Passt also gut auf Verwechslungen auf. Im Dialekt klingt das Verb übrigens ein bisschen anders. Wir würden sagen, sie ausrosten. Wie ihr vielleicht schon wisst, wird das A im Dialekt oft zu einem O. Deshalb sagen wir statt rasten mit A einfach O, rosten. Und das Reflexivpronomen sich verkürzen wir im Dialekt zu sie. Verkürzungen sind nämlich auch sehr typisch im Dialekt. Hier noch ein paar Dialektbeispiele mit sie ausrosten. Ich bin so miert, ich muss mir jetzt echt ein paar Stunden ausrosten. Und? Habt ihr euch gestern nur gut ausgerostet nach der Wanderung? Hey, du schaust schon ein bisschen fertig aus, magst dich nicht kurz ausrosten? Wir rosten uns jetzt nur nicht aus und schauen gleich zum nächsten Verb. Grüß euch! Möchtet ihr einen Dialekt besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findet ihr zu jedem Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und gleichzeitig unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Das würde uns natürlich voll freuen. Nummer 2. Ausgehen. Ausgehen kann ganz viele verschiedene Bedeutungen haben und kommt auch in Redewendungen vor. Eine typische Verwendung ist aber in Situationen, in denen wir unser Haus oder unsere Wohnung für einen bestimmten Zweck verlassen. Zum Beispiel, um Einkäufe zu erledigen, aber auch vor allem zum Vergnügen, wie zum Beispiel abends zum Essen gehen oder zum Tanzen. Wenn ihr unsere Videos öfter schaut, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass Ausgehen bei uns in Österreich etwas ganz anderes meint. Zum Beispiel haben wir es euch schon einmal hier erklärt. Ausgehen meint ganz einfach, dass wir von etwas genug ausreichend haben, dass etwas ausreichend genug vorhanden ist. Typischerweise beziehen wir uns dabei auf die Zeit oder den Platz, der zur Verfügung steht. Es könnte sich aber auch auf andere Dinge wie zum Beispiel Geld beziehen. Hier seht ihr, dass diese Bedeutung des Verbs in Deutschland gar nicht üblich ist. Weder was die Zeit noch was den Platz betrifft. Nur in Süddeutschland wird es ab und zu verwendet. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ja, ein Kaffee geht sich nur aus, bevor wir losfahren. Hier meinen wir, dass wir vor einer Reise noch genug Zeit haben, um einen Kaffee zu trinken. Na, tut mir voll leid, aber das geht sich die Woche nicht aus. Vielleicht ein anderes Mal. Hier haben wir eben nicht genug Zeit und verneinen sich ausgehen. Wir müssen eine Einladung ablehnen, weil wir keine Zeit haben. Glaubst du, konnte die mit dir halt mitfahren? Ma, tut mir voll leid, ich konnte ihn nicht mehr mitnehmen, das geht sich nicht aus. Wir sind schon zu 5. Hier haben wir eine Situation, in der wir nicht genug Platz oder Raum zur Verfügung haben. Die Person hat uns gefragt, ob sie im Auto mitfahren kann. Leider sind aber alle Sitze schon belegt. Es ist also nicht ausreichend Platz für eine weitere Person. Kann ich nur einen Koffer mitnehmen? Ja sicher, das geht sich locker aus. Der Kofferraum ist eh so groß. In diesem Beispiel ist noch genug Platz im Kofferraum für einen weiteren Koffer. Auch mit Anna vom YouTube-Kanal natürlich German haben wir diese Redewendung schon einmal besprochen. Schaut euch das gerne noch einmal an. Nummer 3. Angreifen. Angreifen kommt vor allem im Kontext von Kampf und Wettkämpfen vor. Es meint nämlich attackieren, also dass man in feindlicher Absicht einen Kampf beginnt. Es muss aber nicht immer ein physischer Angriff sein. Auch bei einer verbalen Attacke verwenden wir angreifen. Und in Österreich ist die Bedeutung wieder ganz anders. Obwohl wir Angreifen natürlich auch so benutzen können, wie wir es euch gerade beschrieben haben, hat Angreifen in Österreich noch eine zweite typische Bedeutung, nämlich
berühren oder anfassen. Auf dieser Karte seht ihr wieder sehr gut, dass es eigentlich relativ viele verschiedene Begriffe für anfassen gibt, nämlich auch anlangen oder anpacken. Aber bei uns in Österreich ist eben angreifen ganz typisch. Wenn wir also zum Beispiel in Österreich sagen möchten, dass man etwas nicht berühren darf oder nicht berühren soll, könnten wir sagen, bitte greifen's doch nix an. Habt ihr gehört, dass wir im Dialekt den Präfix an zu einem o ändern? Also statt angreifen sagen wir angreifen. Hier noch ein paar Beispiele. Greift das ja nicht an. Darf ich den Stoff mal angreifen? Das greift sich ein bisschen rau an. Im letzten Beispiel, das greift sich ein bisschen rau an, haben wir das Verb reflexiv verwendet, also sich angreifen benutzt. Das funktioniert in Österreich auch. Dann meint es aber eher sich anfühlen. Also im Beispiel fühlt sich das Material rau an. So, noch so viel Dialekt, müsst ihr euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausrosten. Schreibt uns aber noch gern einen Satz mit den heutigen Verben unten in die Kommentare. Das geht sich zeitlich sicher nur schnell aus. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächsten Samstag zu einem neuen Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß. Das geht sie aus. Das geht sie aus. Das geht sie aus. Vielleicht das geht sich aus.